Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zu CMT. Das Wörtchen endlich habe ich in den letzten Wochen und Monaten noch nie so oft gehört wie dieses Mal. Endlich wieder CMT und endlich sind Sie auch wieder da. Ganz herzlich willkommen bei uns in der Runde. Ich darf Ihnen auch unsere Referenten vorstellen. Ich fange bei den Damen an. Wir sind übrigens auch was ganz Neues. Wir haben diesmal 2 Damen auf dem Präsidium. Ich bin sehr glücklich darüber. Ich fange außen an bei Ariane Finzel. Sie ist die Geschäftsführerin vom DCHV, vom Deutschen Caravaning Handelsverband. Herzlich willkommen, Frau Finzel. Neben ihr sitzt Kathleen Lummer. Herzlich willkommen, die Landesgeschäftsführerin vom ADFC, vom Allgemeinen Deutschen Fahrradverein in Baden-Württemberg. Neben mir Geschäftsführer Roland Bleinroth, auch diesmal hier in seiner Funktion als Honorarkonsul der Mongolei. Da werden wir sicher noch was dazu hören. Und last but every time not least, Professor Martin Lohmann. Bevor wir jetzt in die Runde gehen, möchte ich noch... brauche ich kurz eine nächste Chart. Okay, dann mache ich selber. Hoffentlich klappt's. Ah ja, wir mussten uns leider verabschieden von einem sehr geschätzten Kollegen. Die Caravaner kennen ihn natürlich alle. Hans-Jürgen Hess ist leider verstorben, kurz vor Weihnachten. Und er war nicht nur ein kritischer Begleiter der Messe, er war auch ein guter Berater und ein Freund. Und deshalb möchte ich Sie bitten, ganz kurz ihm zu gedenken und, wenn Sie möchten, auch kurz aufzustehen. Gut, prima. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, es ist im Sinne von Hans-Jürgen, der sicher gesagt hat, Leute, die Show muss weitergehen. Und so liegen Trauer und Freude natürlich immer sehr eng beieinander. Und deshalb freue ich mich diesmal, an Martin Lohmann das Wort zu übergeben. Bitte schön. Schönen guten Morgen. Ich bedanke mich für die Einladung, jetzt endlich wieder, wie soll ich sagen, Wasserstandsmeldungen zum Tourismus zum Jahresbeginn 2023 vorstellen zu können. Wir hatten ja, sagen wir mal, eine kurzfristig recht abwechslungsreiche Geschichte. Die Urlaubsreisenachfrage bis 2019 war in Deutschland riesig. Es gab eine prima Stimmung. Es gab allerdings auch kaum Wachstum im Tourismus. Er war schon fast oben angekommen. Scharfe Konkurrenz. Und in den vergangenen 2 Jahren sehr eingeschränkte Möglichkeiten aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, eine sehr gedämpfte Nachfrage. Aber Tourismus hat es durchaus gegeben. Es ist also nicht so, als seien alle 2 Jahre lang eingesperrt gewesen. Und im Jahr 2022, also dem vergangenen Jahr, war es beim Urlaubmachen schon fast wieder wie früher. Das gucken wir uns ein bisschen genauer an, mit einer vorläufigen Bilanz. Einiges über dieses Jahr ist noch Schätzung, weil es ja gerade erst abgelaufen ist und die Zahlen noch nicht endgültig sind. Für das Gesamtjahr rechnen wir mit rund 920 Millionen internationalen Ankünften, also Grenzübertritten von einem Land in die andere in der Welt. Das sind Zahlen der Welttourismusorganisation. Im Jahr 2021 und 2020 lag das Niveau deutlich drunter. Sie sehen es, weniger als die Hälfte. Im Jahr 2019 waren wir aber fast bei 1,5 Milliarden. Man sieht, es ist also stark wieder gewachsen. Wir sind jetzt ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2010. Und so sah die Entwicklung in Europa aus. Wir haben also nur tatsächliche Zahlen bis Herbst, der Rest ist Schätzung. Die gelbe Linie zeigt 2019, die grüne Linie 2022. Aber das hat sich nicht überall in der Welt so entwickelt. In Asien zum Beispiel ist diese grüne Linie noch weit weg von der gelben. Also dass der Tourismus fast wieder normal ist, ist so eine eher europäisch-westliche Perspektive. Zu diesem internationalen Tourismus kommt, wenn man so will, weltweit noch der jeweils nationale Tourismus, der in Deutschland immer auch eine sehr große Rolle spielt, wie in den meisten anderen Ländern auch. Hier haben wir eine ähnliche Darstellung der Ankünfte in Deutschland. Die dunkelblaue Linie zeigt die Entwicklung bis zum Herbst, die graue oben drüber
des Jahres 2019, die Verteilung über die Monate der Ankünfte. Und wir sehen, wir sind fast wieder auf dem normalen Niveau, noch nicht ganz. Vor allen Dingen zum Jahresanfang gab es noch Rückschritte gegenüber den Vorjahren. Wenn man das zusammen addiert, dann hatten wir in den Jahren 2020, 2021 rund 300 Millionen Übernachtungen in Deutschland. Jetzt im ersten Dreivierteljahr waren es schon deutlich mehr, ein Wachstum um 137%. Und wir schätzen für das Gesamtjahr 2022 ein Wachstum von sogar 147%. Damit liegen wir aber immer noch deutlich unter dem Wert von 2019. Die Nachfrage aus dem Ausland hat sich auch 2022 im Vergleich zum Vorjahr sehr positiv entwickelt. Im Vergleich zum Jahr 2019 hinkt sie immer noch ein wenig hinterher. Rund 14% der Übernachtungen in Deutschland sind von Ausländern. Das waren die Perspektiven der empfangenden Länder, Deutschland und in der Welt. Jetzt die Perspektive der Nachfrage, die Reisen der Bevölkerung in Deutschland 2022. Wir können zu diesem Zeitpunkt die Gesamtvolumina nur schätzen. Diese Schätzung kommt auf 63 Millionen Urlaubsreisen, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr, plus 13%, aber immer noch unter dem Wert von Jahr 2019. Urlaubsreisen sind solche, die wenigstens 5 Tage dauern. Davon kommen 12% aus Baden-Württemberg, also ein wichtiger Nachfragemarkt für Tourismus hier in Baden-Württemberg. Hinzu kommen dann noch Kurzurlaubsreisen von 2 bis 4 Tagen dauern. Da gab es einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr, plus 70%, aber immer noch etwas weniger als im Jahr 2019. Und schließlich noch Geschäftsreisen und sonstige Reisen, Besuchsreisen und dergleichen. Die Touristikbranche, also Reiseveranstalter, Kreuzfahrtanbieter, Reisebüros, berichten alle unisono ein einigermaßen gleichlautendes Bild von deutlichen Steigerungen gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum, aber noch einem Niveau, was unter dem Jahr 2019 liegt. Es passt also zu dem, was wir bisher gesehen haben. Bei den Reiseveranstalterreisen ist der Umsatz deutlich gestiegen, aber immer noch geringer als vor Corona. Die rechnen nun noch in einem Tourismusjahr, was von Oktober bis Oktober geht, und hatten deswegen im Anfang ihres Tourismusjahres, also im vergangenen Winter, natürlich noch mehr Dämpfung durch Corona. Der Reisebüroumsatz in diesem Jahr ist deutlich gestiegen, aber immer noch unter 2019. Das Gleiche gilt für Flugreisen und für Kreuzfahrten auch. Die Wachstumsraten lesen sich da fantastisch, plus 200%, da wird dann mehr schwindelig, aber tatsächlich ist das eben auf einer recht niedrigen Basis. Gucken wir ganz kurz noch zu den Baden-Württembergern, weil die ja hier so schön zu Hause sind. Die machten besonders gerne Reisen ins Ausland. 66% der Urlaubsreisen der Baden-Württemberger führen ins Ausland. Nordrhein-Westfalen und Bayern machen noch ein paar mehr Auslandsreisen, aber alle anderen Bundesländer sind deutlich drunter. Aber die Baden-Württemberger machen auch sehr gerne Urlaubsreisen im eigenen Land. 9% aller Urlaubsreisen der Baden-Württemberger bleiben hier im Land. Und so ist alles, was man hier für den Tourismus tut, auch etwas Gutes für die eigene Bevölkerung, die selbst Zielgruppe des Tourismus ist. Und vielleicht noch für die CMT besonders wichtig, Verkehrsmittel und Unterkunft der Baden-Württemberg-Urlauber. Sie reisen gerne mit dem Pkw, dem Auto, dem Wohnmobil und sie machen deutlich mehr Campingurlaub als Bewohner anderer Bundesländer. Ist also vielleicht dann doch nicht rein zufällig, dass das C im CMT eine so große Rolle spielt. So, das war ein Parforce-Ritt durchs vergangene Jahr. Und jetzt gucken wir, was denn 2023 passieren wird. Und wenn man jetzt vorab gerade noch ein paar Gespräche hat, dann sind alle recht zuversichtlich und sagen, wird doch gut, ne? Das erzählen Sie ja doch gleich. Und gut meint, dass es mindestens so viel wird wie im Vorjahr oder ein bisschen mehr. Und da kann man dann immer brav nicken. Ich will an dieser Stelle aber doch noch in Erinnerung rufen, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Was wir an Krisendiskussionen, also erst an Krisenmeldungen, an Krisenereignissen, dann an Krisenmeldungen und dann an Krisendiskussionen hatten in den vergangenen 12 Monaten, Corona, Krieg, Inflation, Energiepreise, Klimawandel und dessen Folgen mit Dürren und Hochwasser und so, das ist ja alles kein Beförderer des Tourismus. Und man könnte mit gutem Gewissen Bedenken haben, ob es so weitergeht und ob es so weitergehen soll.
Gucken wir also, wie vor diesem Hintergrund die Indikatoren für die kommende Nachfrage sind. Nochmal erstmal ein Blick zurück. Diese Krisensituation ist leider eher der Standard als die Ausnahme. Die Grafik zeigt die Urlaubsreiseintensität der Deutschen seit den 50er Jahren. Urlaubsreiseintensität ist der Anteil in der Bevölkerung, der wenigstens eine Urlaubsreise im jeweiligen Jahr gemacht hat. Und wo so eine rote Säule ist, da ist irgendeine ausgewählte Krise, die Sie rechts aufgeschrieben stehen sehen. Wir haben also sehr, sehr viele Krisenjahre und wir sehen hier auch, dass zumindest die Urlaubsreiseintensität auf diese Krisen nicht direkt reagiert. Die Corona-Jahre waren eine gewisse Ausnahme, weil Reisen einfach nicht möglich war, aber sonst fallen diese roten Linien nicht so richtig auf. Wenn wir also von irgendeiner Krise, einem Krieg, einer Pandemie, einem Erdbeben, einer Naturkatastrophe hören, dann denken wir immer, jetzt kommt es ganz schlimm, aber tatsächlich sind die Wirkungen meistens regional und zeitlich stark begrenzt. Dort sind sie ganz schlimm, aber im Rest der Welt eben nicht. Deswegen kann man vielleicht als Warnung aufschreiben, glauben Sie nicht, was Sie denken. Es kommt meistens dann insgesamt nicht ganz so doll, wie man vielleicht erwartet hat. Was momentan aber doll kommt, sind wirtschaftliche Sorgen. Wir fragen in unseren Erhebungen zur Reiseanalyse vom November, das ist die neueste Erhebung, die wir haben, auf die ich hier auch mich meistens beziehe, die Deutschen nach der Einschätzung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der persönlichen wirtschaftlichen Lage in den kommenden 12 Monaten. Und die rote Kurve zeigt hier, dass ziemlich viele Deutsche der Einschätzung sind, dass die allgemeine wirtschaftliche Situation schlechter wird. So viel hatten wir in dieser Abfrage, in dieser Zeitreihe bisher noch nie. Das ist aber eben auch eine allgemeine Sorge. Wichtiger für die persönliche Entscheidung ist die persönliche wirtschaftliche Lage. Die wird deutlich besser eingeschätzt. Aber auch hier haben wir ein All-Time-High in der Einschätzung, dass diese wirtschaftliche Lage schlechter werden würde. 42% sagen das und im Jahr zuvor waren es 24%. Sie also fast verdoppelt. Die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Situation ist also eher bescheiden. Wir fragen dann in regelmäßigen Abständen nach den Konsumprioritäten, das heißt, welche Ausgabenbereiche einem persönlich besonders wichtig sind. Besonders wichtig sind Urlaubsreisen an zweiter Stelle. Auch vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen hat sich das im Vergleich zu den Jahren 2017 und 2020 nicht geändert. Urlaubsreisen sind eine liebgewonnene Gewohnheit, ein Konsumstandard, ein Ereignis, das wir, wenn es irgendwie geht, unbedingt an dem wir festhalten wollen im Jahresablauf. Wir fragen jedes Jahr zur Jahreswende, ob man schon sich mit Urlaubsreisen im kommenden Jahr beschäftigt hat. Und ob man dann reist, hängt davon ab, ob man reisen kann, eine Frage von Zeit und Geld, und ob man reisen möchte, eine Frage der Motivation. Ich habe schon Lust zum Reisen. Das haben wir auch dieses Jahr im November wieder gemacht. Spannender wird es, wenn wir das darstellen im Vergleich der Vorjahreserhebung vom November 2019 bis 2022. Und wir sehen, dass in diesem Jahr, das sind die farblich gekennzeichneten Säulen, Lust, Zeit und Geld bei vielen schon vorhanden ist. Die Werte sind relativ hoch, aber nicht die höchsten in der Zeitreihe. Die höchsten in der Zeitreihe sind die 23% rechts rot, die Zweifel haben, ob sie in diesem Jahr genügend Geld für Urlaubsreisen haben. Die Werte für Zeit und Lust sind auf einem normalen Niveau. Geld ist also in diesem Jahr für mehr Menschen ein Urlaubsproblem, aber nicht für alle. Man kann die Deutschen wie immer bei diesen Umfragen nicht über einen Kamm scheren und sagen, die Deutschen haben kein Geld zum Verreisen oder sie haben ganz viel Geld zum Verreisen, sondern diese Ressource ist in der Gesellschaft unterschiedlich verteilt. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wir fragen dann auch nach konkreten Urlaubsplänen für dieses Jahr. Und da haben 37% im November berichtet, sie hätten schon eine feste Reiseabsicht, sie wüssten auch schon, wo sie hinfahren. Und nochmal 32% haben gesagt, sie haben eine feste Reiseabsicht, das Ziel sei aber noch offen, was im November ja durchaus vertretbar ist, das ist nicht weiter originell. Und nur 12% haben gesagt, sie haben keinerlei Reiseabsicht. Das sind hohe Werte, wenn man denkt, dass das November ist und dass diese Werte höher liegen, als wir das von Januarbefragungen in den Vorjahren gewohnt waren.
Diese Urlaubspläne, um nochmal deutlich zu machen, dass es wirtschaftliche Probleme zumindest in Segmenten der Bevölkerung gibt, sind unterschiedlich in Abhängigkeit vom Einkommen des Haushaltes. Im unteren Viertel, in Haushaltsnettoeinkommen unter 2.000 € haben über ein Viertel keine Urlaubspläne und nochmal ebenso viele haben Zweifel, ob sie denn irgendeine Urlaubsreise machen. Bei Haushalten mit einem Nettoeinkommen von 4.000 € und mehr ist es eigentlich überhaupt kein Zweifel und die 5%, die da keine Urlaubsreise machen, bei denen hängt es dann sicher nicht am Geld. Also die Urlaubspläne unterscheiden sich nach Einkommensgruppen. Eine andere Möglichkeit, statt nicht zu verreisen, ist natürlich im Urlaub zu sparen. Und man kann davon ausgehen, dass in einem solchen inflations- und preisgetriebenen Jahr zumindest viele Leute sich über ihre Ausgaben und das Sparen Gedanken machen. Wir haben auch danach gefragt, werden sie weniger, mehr oder gleich viel ausgeben im kommenden Jahr. Und tatsächlich sagen 17%, sie werden weniger ausgeben. Und ein knappes Viertel sagt aber, sie werden mehr ausgeben. Beide Werte sind höher als im vergangenen Januar, wo nur 5% weniger ausgeben wollten, aber auch weniger Leute mehr ausgeben wollten. Wiederum also, die Ressourcen sind nicht gleichmäßig verteilt. Einige wollen und müssen sparen, indem sie weniger pro Reise ausgeben, wobei die Strategie dann meistens ist, ein Reiseziel oder eine Unterkunft zu wählen, die nicht so teuer sind, also nicht so weit wegfahren und eine preiswertere Unterkunft, aber nicht auf das Reisen zu verzichten. Diejenigen, die mehr ausgeben, die wollen noch nicht unbedingt prassen, sondern das ist vielleicht eine ganz realistische Einschätzung angesichts gestiegener Preise, ja nicht nur beim Reisen, sondern auch in anderen Lebensbereichen, dass man für die Urlaubsreise dieses Jahr mehr aufwenden muss und auch will, ist also jetzt nicht unbedingt ein Luxus, sondern einfach eine normale Entwicklung. Vor diesem Hintergrund der gestiegenen Kosten, der Inflation, der Energiepreise und der möglichen Reiseausgaben haben wir mal in unseren Zeitreihen, das ist einer der schönen Vorteile der Reiseanalyse, dass wir seit 50 Jahren diese Erhebung machen und dann gucken können, wie es früher gewesen ist. Es ist ja jetzt auch nicht die erste Inflation, die wir haben. Und was wir hier jetzt mal verglichen haben, ist, wie hoch der Anteil der Urlaubsreiseausgaben einer Person an ihrem Haushaltsnettoeinkommen ist. Und Sie sehen hier in dem Jahresverlauf für die 1,5 Jahrzehnte, 2 Jahrzehnte, dass dieser Wert nach und nach gefallen ist. Wir haben also relativ zum Haushaltsnettoeinkommen durchschnittlich weniger pro Urlaubsreise ausgegeben als Anfang dieses Jahrhunderts. Das ist ein Indikator oder mag ein Indikator sein, dass es da auch noch einen gewissen Spielraum gibt. Es ist sicher kein Unglück, wenn wir diesen Prozentsatz wieder ein bisschen mehr erhöhen. Was schätzen wir quantitativ, was im kommenden Jahr passieren wird? Wir rechnen mit mehr Urlaubsreisen, nicht gigantisch mehr Urlaubsreisen, aber etwas mehr als wieder im vergangenen Jahr, noch nicht ganz so viel vielleicht wie 2019. Wir rechnen wieder damit, dass Inland das Urlaubsziel Nummer 1 ist und bleibt. Das war nicht nur während Corona so, sondern auch schon vorher. Dass die Nachbarländer ungefähr gleichbleibend sind und es einen leichten Zuwachs wieder fürs Mittelmeer gibt, dass das ungefähr prozentual auf dem Niveau von 2019 ist. Bei Fernzielen geht es nicht ganz so schnell, vielleicht auch nie ganz so schnell. Auch eine positive Entwicklung, aber nicht ganz so stark steigend. Jetzt gucken wir noch kurz auf Camping, dessen Attraktivität ja wächst. Nicht nur in den Pressemitteilungen der Messe und in den Pressemitteilungen der Hersteller und der Campingplätze, sondern auch in unseren Zahlen für die touristische Nachfrage wächst Camping. Und insgesamt hatten wir im Jahr 2021, da haben wir dann verlässliche Zahlen für, einen Anteil von knapp 8%. Wenn wir das auf 2022 hochrechnen, sind das knapp 5 Millionen Urlaubsreisen im Campingbereich und nochmal so viele im Kurzurlaubsreisebereich. Wichtiger für die Zukunft ist, dass das Interesse für Camping auch weiter wächst. Wir fragen jedes Jahr im Januar, diese Werte also jetzt von Januar 2022, ob man in den nächsten 3 Jahren diese oder jene Urlaubsform machen möchte, zum Beispiel Camping im Zelt, Camping mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen. Und in der langfristigen Zeitreihe wachsen die Angaben alle. Sehr aufmerksame Besucher dieser Veranstaltung, letztes Jahr gab es ja keine Besucher, also Zuschauer, wir haben das ja dann online gemacht,
haben vielleicht gesehen, dass das letztes Jahr noch doller war. Im Jahr 2021 schossen die Urlaubscampingträume sozusagen in den Himmel, auch vor dem Hintergrund der Pandemie. Dieses Interesse ist jetzt einer eher realistischen Wert gewichen, sodass die langfristige Zeitreihe ebenso aussieht. So, ganz schnell noch ein paar andere Gebiete, Ziele, Buchung, Organisationsform. Über Ziele habe ich vorhin schon kurz gesprochen. Deutschland bleibt die Nummer 1 der Ferienziele. Das Interesse, dort seinen Haupturlaub zu verbringen, sinkt, verglichen zu 2021 und 2020. Nicht, weil man sich angewidert abwendet, sondern einfach, weil man jetzt mehr Möglichkeiten wieder hat. Und Reiseziele rund ums Mittelmeer, in den Alpen locken natürlich auch. Und Fernreisen werden sicher auch wieder mehr gemacht, wenn auch noch nicht auf dem früheren Niveau. Buchungen sind jetzt nicht mehr ganz so kurzfristig. Die Verbraucher haben wieder mehr Mut gefasst. Und wer ein besonders schönes und günstiges Angebot haben möchte, hat das oft jetzt auch schon gebucht. Man geht auch wieder ins Reisebüro und bucht seine Veranstalterreise, vor allen Dingen eben im Mittelmeertourismus, wo die Touristik einfach unschlagbare Angebote macht. Das schafft man alleine so nicht. Dabei werden immer mehr Leistungen online gebucht. Das ist nun eine Entwicklung, die nicht nur den Tourismus trifft, sondern andere Einkäufe ja auch. Bei den Reisearten bleiben die großen gleich, also Strand, Badeurlaub, Ausruh, Natururlaub, Familienreisen. Bei allen Spezialsegmenten wie Städte, Kreuzfahrt, Wellness, Camping finden wir ein wachsendes Interesse. Und jetzt wird der aufmerksame Zuhörer ja sagen, das kann ja gar nicht sein, die können ja nicht alles mehr machen wollen. Wollen sie aber doch. Das ist so, wie wenn man Kindern vor Weihnachten ein Spielzeugprospekt gibt und fragt, was willst du gerne haben, wird alles angekreuzt, was auf dieser Liste ist. Und so ist das bei unseren Befragungen auch. Und die Menschen haben recht damit. Also es würde ihnen Spaß machen, eine Städtereise zu machen, einen Wellnessurlaub und eine Kreuzfahrt, wenn das auch nicht durchaus bewusst ist, dass das nicht alles in diesem Jahr gehen wird. Aber man hat so viele Wünsche, was man eben dann zu einem multioptionalen Konsumenten werden lässt, der sehr flexibel auch reagieren kann auf gute und schöne Angebote. Wir nehmen das insgesamt als einen weiteren Indikator für eine stabile Nachfrage. Kurzes Fazit. Die Basistriebkräfte für Urlaubsreisen bestehen fort, über die Pandemie hinweg. Die Menschen bleiben die gleichen mit ihren Motiven, Gewohnheiten, Präferenzen, aber auch ihrer Flexibilität und Verschiedenheit. Neben aktuellen Krieg, Corona und überdauernden Faktoren wie der Klimawandel sind steigende Preise im Tourismus und in anderen Lebensbereichen wichtige Rahmenbedingungen, die unsere Reisen in diesem Jahr mit beeinflussen. Aber weil die Urlaubsreisen bei den Konsumprioritäten so weit oben stehen, werden sie auch besonders gerne beibehalten. Und trotz pessimistischer Einschätzung der kommenden Entwicklung der wirtschaftlichen Lage gibt es in vielen Haushalten noch einen Spielraum, finanziellen Spielraum für Ausgaben für Reisen. Besondere Herausforderungen zeigen sich in unteren Einkommensgruppen. Das ist aber eher ein gesellschaftliches Problem als ein touristisches. Die sind vorher auch nicht so viel gereist. Wenn man möchte, wofür gibt es gute Gründe, dass sie sich am Reisen beteiligen, dann muss man da vielleicht was daran ändern. Ein touristisches Problem scheint es im Moment nicht zu sein. Insgesamt zeichnet sich ein Nachfragevolumen über dem Niveau von 2022 ab. Bei den Reiseausgaben gibt es ganz gewiss Steigerungen, aber wahrscheinlich auch Spreizungen, je nach individuellem Vermögen. Also manche werden mehr oder viel mehr ausgeben und andere eben etwas weniger. Der Tourismus entwickelt sich dann auch nicht nur im nächsten Jahr, sondern mittelfristig weiterhin dynamisch. Es gibt eine ganze Menge Triebkräfte, die diesen Tourismus beeinflussen. Nachhaltigkeit muss es, die Personaldiskussion, aber auch die technologische Entwicklung sind dann wichtige Treiber. Nee, da geht's weiter. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank, Professor Lohmann. Herr Bleinroth, Herr Lohmann hat uns ja gerade geschildert, wie das Tourismusjahr 2022 verlaufen ist und was wir in diesem Jahr zu erwarten haben. Eigentlich ein gutes Omen auch für die CMT. Ja, also erstmal ein ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite und ja, gute Omen nehmen wir natürlich gerne, auch bündelweise. Wir können sie brauchen nach diesen schwierigen Pandemiejahren mit so vielen Einschränkungen und eben auch so vielen Reiseeinschränkungen. Da ist ganz sicherlich auch ein bisschen Nachholbedarf
Und ich wage jetzt auch mal die Prognose, dass die Haltung der Menschen gegenüber den Novemberzahlen, die wir gerade gesehen haben, inzwischen wieder deutlich nach oben gegangen ist. Damals gab es noch deutlich mehr Befürchtungen, dass es vielleicht im Frühjahr eine weitere Welle geben könnte, also jetzt in der Wintersaison. Das ist ja mittlerweile nicht mehr der Fall. Also dieses Thema Corona-Pandemie ist aus den Köpfen weitgehend verschwunden. Wir sehen das auch bei unseren anderen Messen. Und ein bisschen Optimismus macht sich hier schon breit und das betrifft sicherlich auch die Reisewünsche. Wir sehen es an der CMT, ja, die Messe ist komplett ausgebucht. 120.000 Quadratmeter, die wir hier zur Verfügung haben, sind belegt, nahezu bis in die letzte Ecke. Wir haben 1.621 Aussteller, also ein sehr, sehr schönes Ergebnis, eine tolle Präsentation, die Sie hier in den Hallen finden werden. Interessant vielleicht auch, es gibt eine gewisse Tendenz zu größeren Ständen. Das ist bei anderen Messen genau umgekehrt in der heutigen Zeit. Präsent sind 100 Länder und 360 Städte und Regionen. Auch das natürlich eine ganz tolle Vielfalt, die wir so aus der Vergangenheit kennen, die sich aber hier nun eben auch wieder genauso präsentiert. Die CMT ist also mit einem Schlag hier wieder da, wo sie mal war. Das ist nicht von allen Messen so zu berichten. Insofern hier also auch eine sehr positive Ausnahme. Wir haben 3 Partnerinnen, die Bundesgartenschau Mannheim, die Nationalparkregion Schwarzwald und die Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof in Baden-Württemberg. Im Fahrzeugbereich 1200 mehr als 1200 Freizeitfahrzeuge aller Klassen und Kategorien, sehr viele Neuheiten, sogar Weltpremieren, die es zu sehen gibt. Also hier auch unbedingt sich das nicht entgehen lassen. 181 Marken sind vertreten in dem C-Teil. Auch das ist Rekord. Spickzettel hier eins weiterblättern. Im Caravaning-Bereich bekommen wir gleich noch einige Details von der Frau Finzel, Geschäftsführerin des Händlerverbandes DCHV, präsentiert. Deswegen werde ich mich da jetzt mal zurückhalten mit den weiteren Details und dann noch zu einem ganz wichtigen Highlight natürlich kommen: Partnerland der CMT. Angesprochen wurde es schon, gesehen haben Sie es auch schon, die Mongolei im 3. Anlauf. Wir hatten die Mongolei ja schon für 21, für 22 und jetzt für 23. Das einzige Partnerland, das 3-mal hintereinander. Naja gut, also dass die jetzt endlich im 3. Anlauf auf der Bühne stehen, da freuen wir uns besonders. Die Quizfrage zur CMT daher: Was haben die Römer und Chinesen gemeinsam? Beide hatten ein kleineres kriegerisches Volk im Norden, das sie Barbaren nannten, eben die Germanen und die Mongolen. Beide haben eine Mauer gebaut, den Limes und die chinesische Mauer. Bei beiden hat es letztendlich nicht genützt. Die Deutschen fallen bekanntlich scharenweise immer noch in Italien ein und die Mongolen haben gleich die ganze Welt eingenommen, inklusive China. Ja, also die Mongolen, ein kleiner Exkurs in die Geschichte ist hier unvermeidbar, haben unter Genghis Khan, der erstmals sich die mongolischen Stämme geeint hat, das größte Weltreich geschaffen, das die Geschichte jemals gesehen hat. Geschaffen mit kriegerischen Mitteln, zweifellos, und mit einer durchaus gegebenen Brutalität, die dahinter stand, um Südostasien, China, Ottomanische Reich Persien zu besiegen, Russland ebenfalls. Im Jahre 1241 standen sie dann in Zentraleuropa. An 2 Tagen im Sommer 1241 wurde in Liegnitz das vereinigte preußische-polnische Heer geschlagen und am nächsten Tag das Aufgebot des ungarischen Königs. Damit stand Europa eigentlich offen. Angst und Schrecken machte sich breit. Die Vorhut der mongolischen Heere erreichten Brandenburg, Niederösterreich, Mähren, die kroatische Adriaküste. Eigentlich stand dem auch nichts mehr im Wege, auch Resteuropa noch einzunehmen. Aber dann kam ein Todesfall, der Großkhan verstarb und die Heeresführer mussten zurück in die Mongolei, um einen Nachfolger zu wählen. Man sieht, manchmal haben Wahlen wirklich was Gutes und das stoppte dann den Vormarsch in Europa.
Ja, zurück zur Gegenwart. Die Mongolei hat heute 3,4 Millionen Einwohner und ist 4,5 Mal so groß wie Deutschland. Es ist damit das am dünnsten besiedelte Land der Welt. Es bietet unvergleichbare Natur und eben Platz, Raum. Man kann wirklich hier Tage und Wochen unterwegs sein und sieht vielleicht mal hier und da eine Jurte. Aber es ist eben dieses Naturerlebnis pur in einem der dünnsten, das am dünnsten besiedelte Land der Welt mit ganz vielen tollen Naturräumen, von Bergen bis zur Wüste Gobi, von Seen bis zur Steppe, mit einem Klima, das sich im Sommer und Winter dramatisch unterscheidet. Es können fast 100 Grad Temperaturschwankungen geben in manchen Regionen. Also ein sehr, sehr faszinierendes Land, ein tolles Reiseland und wahrscheinlich für die meisten ein noch unentdecktes Reiseland. Und gerade diese präsentieren wir auf der CMT natürlich ganz besonders gerne. Genau, vielleicht eine kleine Ergänzung. Die Mongolei macht morgen ihre Pressekonferenz, zu der Sie natürlich auch herzlich eingeladen sind. Ja, Herr Bleinert, zurück zur CMT. Welche Premieren, welche wichtigen Veranstaltungen erwarten uns denn auch in diesem Jahr? Ja, also im Fahrzeugbereich habe ich gerade schon gesagt, es gibt viele Premieren, sogar Weltpremieren. Ganz wichtig zu erwähnen und freut uns sehr, ist natürlich auch die Premiere der Interdive. Zum ersten Mal haben wir eine Tauchmesse mit bei der CMT, ein Bereich, der sich natürlich perfekt hier eingliedert und eine tolle Ergänzung zu dieser Freizeitbeschäftigung und Urlaubsform ist. Im Bereich kompakte Fahrzeuge der Trend zu kleineren Campern, Vanlife und Campervans, das Stichwort ist ja ungebrochen. Hier haben wir einen Treffpunkt für die Gemeinde, für die Fans und Friends, ein Wohnzimmer quasi in der Alfred-Kircher-Halle 8. Die Natursportakademie aus Bayern wird sich noch auf einer Pressekonferenz am Sonntag präsentieren und hat hier auch wichtige neue Aussteller mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Ausbildung. Tanz- und Musikaufführungen, ja, das gehört ja auch immer mit dazu. Die Atriumsbühne wird wieder vollbelegt sein. Das Urlaubskino im ICS hat mehr als 600 Vorträge und Filmbeiträge. Also es gibt wieder ganz, ganz viel zu entdecken und auch zu genießen. Wer schon immer etwas über Footgolf wissen wollte, ja, das ist eine Golfform im Fußball, wo man dann einen Fußball einlochen kann in ein etwas größeres Loch, sodass er auch reinpasst. Auch das ist ein Thema, das wir neu hier präsentieren auf der CMT. Die CMT ist natürlich auch bekannt für ihr vielfältiges Programm für Fachbesucherinnen und Fachbesucher. Was sind denn hier die diesjährigen Highlights? Das Fachbesucheraufkommen ist ja seit Jahren stetig angewachsen. Auch da gehen wir davon aus, dass sich das in diesem Jahr fortsetzen wird. Wir freuen uns da besonders am Montag wieder den Tourismustag Baden-Württemberg hier bei uns zu haben. Ein ganz wichtiges Highlight für die Region und für ganz viele Fachbesucher, die hier auch den Schulterschluss und die Koordination, die Abstimmung mit der Politik suchen. Am Dienstag dann der Green Caravaning Treffpunkt. Ein Thema Nachhaltigkeit in der Caravan-Branche steht hier im Mittelpunkt und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges und schon oft diskutiertes. Hier gibt es Entwicklungen, die man sich unbedingt nicht entgehen lassen sollte, wenn man mit der Branche verbunden ist. Am Mittwoch dann ebenfalls sehr, sehr schön, freut uns besonders, ein neuer Award zum Thema Völkerverständigung, verliehen vom Chor Touristik. Dieses Thema Reisen ist Friedensarbeit, ist hier umgesetzt in einen Award, der sich darauf konzentriert, wie unser Thema Reisen zur Völkerverständigung dient. Eine sehr schöne Entwicklung, über die wir uns sehr freuen. Dann haben wir noch die CMT-Töchter. Die CMT wäre nicht die CMT ohne ihre Spezialmessen an den beiden Wochenenden. Wo liegen da die Schwerpunkte dieses Jahr? Ja, da haben wir natürlich an dem ersten Wochenende das Thema Fahrrad- und Wanderreisen, bekanntlich auch seit vielen Jahren und besonders in den Pandemiejahren noch verstärkt ein Highlight, ein Thema geworden. Sie haben es vielleicht hier und da
selber erlebt, Fahrräder überhaupt noch zu bekommen. Und besonders mit dem E-Antrieb war ja zeitweilig nahezu unmöglich, respektive mit vielen langen Wartezeiten versehen. Also Fahrradfahren ist ja weiterhin ganz groß in. Deswegen die Fahrrad- und Wanderreisen konnten wir nun erstmals, auch das sehr schön, auf 3 Tage verlängern. Der Montag ist mit dabei, um der Nachfrage, der stark gestiegenen Nachfrage hier ein bisschen besser gerecht zu werden und mehr Spielraum zu bieten für die Besucherinnen und Besucher, die hier Gespräche führen wollen. Dazu hören wir aber dann auch gleich noch mehr von der Kollegin zu meiner Rechten, der Frau Lummer, der Landesgeschäftsführerin des ADFC aus Baden-Württemberg. Ja, dann habe ich jetzt nur noch die... Sind wir noch nicht ganz durch. Entschuldigung. Dann haben wir natürlich das zweite Wochenende noch. Da haben wir noch Golf- und Wellnessreisen und Schifffahrt. Auch hier ein wichtiger Sektor, der, siehe da, sehr schnell wieder zu, naja, nicht ganz alter Form, aber zu großer Beliebtheit aufgelaufen ist. Diese Reiseform war zumindest, was die Schifffahrt angeht, ja sehr ausgebremst in der Corona-Zeit. Golf hat sich gut geschlagen, war sozusagen ein Corona-Gewinnler in diesen Pandemiejahren. Beide blicken hier also sehr erwartungsvoll auf die CMT und es gibt ein sehr breites Angebot. Und Sie kennen es schon aus der letzten Runde, das Thema in die Luft gehen, Thermik als Titel, findet auch wieder statt, und zwar am Samstag, dem 21. im ICS, also Gleitschirmhersteller, die sich hier präsentieren und ihre Sportart, ihre Freizeitart hier präsentieren. So, dann darf ich jetzt Sie noch die Abschlussfrage stellen. Als Honorarkonsul der Mongolei haben Sie das Land ja auch schon bereist. Da stellt sich natürlich die Frage, was fasziniert Sie an diesem Land? Also eine gewisse Abenteuerlust muss man mal mitbringen, das mal vorweg. Sie finden hier eher nicht die Clubs mit rundum Versorgung und Belustigung von morgens bis abends. Es ist ein Land der Natur, der Weite. Man muss diesen Wunsch haben, auch sich darauf einzulassen und einfach mal sich mit der Natur auseinanderzusetzen. Die Reisemöglichkeiten sind extrem vielfältig. Was einem besonders ins Auge springt, und es ist eigentlich unvermeidbar, ist die Gastfreundschaft. Das ist einfach faszinierend. Das gibt es an vielen Ecken der Welt, so ist es nicht, aber in der Mongolei ist es einfach was ganz Besonderes. Sie können wirklich unvorbereitet irgendwo auf Menschen treffen, die Sie sofort herzlich empfangen, die sofort alles mit Ihnen teilen. Die Jote, das Essen, was immer Sie gerade haben, das ist so die mongolische Lebensart, kann man schon sagen. Man teilt eben das, was gerade da ist. Und zwar mit dem Gast, den man nicht erwartet hat, der aber gerade vor der Tür steht. Das ist Teil der Kultur, das ist teilweise überlebenswichtig gewesen, wenn man unter widrigen Wetterverhältnissen unterwegs ist und dann auf eine Behausung trifft, dann war man auch darauf angewiesen, dass man dort aufgenommen wird. Und das ist selbstverständlich und das passiert und das macht unheimliche Freude. Auch sonst in den Städten ist eine sehr offene Gesellschaft. Es ist eben diese Gastfreundschaft auch im täglichen Leben überall zu spüren. Sie werden kaum Zäune finden, ergibt sich schon durch die Weite des Landes. Es ist also ein einmaliges Reiseerlebnis, das ich wirklich sehr empfehlen kann, aus der persönlichen Erfahrung, die ich da sammeln konnte. Es verändert man kommt mit einer neuen Perspektive zurück. Ganz herzlichen Dank, Herr Bleinroth. Frau Finzel, machen wir mit Ihnen weiter. Herr Bleinroth hat es gerade erwähnt, der Caravan-Bereich ist wieder sehr stark vertreten auf der CMT. Wenn wir uns an die letzte CMT 2020 zurückerinnern, was hat sich seitdem für den Caravaning-Handel verändert? Ich erstmal einen Test machen. Geht das Mikrofon? Ja, scheint zu gehen. Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, dass die CMT stattfindet. Und ja, 2020, jetzt mal aus der Perspektive des deutschen Caravaning-Handels. Das Wort Zeitenwende ist ja auch in aller Munde, trifft es auch hier ein ganz gutes Stück. Es ist eher die letzten 3 Jahre die Frage des Preises. Man geht auf die Messe, was kriege ich für einen Preis, was kriege ich für einen Nachlass. Es ist eher die Frage daraus geworden, wie ist denn diese Verfügbarkeit aktuell, was kann ich denn überhaupt noch bekommen.
Dann ein großes Thema, was gewesen ist in den letzten 3 Jahren für den Caravaning-Fachhandel. Die Digitalisierung wurde ein Stück weit freiwillig und unfreiwillig nach vorne getrieben. Jetzt stellen Sie sich vor, ein Verkäufer sitzt im Homeoffice. Wie soll er denn Produkte zeigen, vorstellen, dem Kunden präsentieren, wenn es eine Pandemie und Lockdowns gibt? Also da wurden auch spannende Sachen ins Leben gerufen mit Videos, Erklärvideos, Übergabevideos. Man hat geschafft, die Mitarbeitenden, Angestellten im Homeoffice anzuschließen an die Systeme im Karawanenhandel. Das ist auch noch nicht zu Ende. Ein großes Thema auf jeden Fall gewesen der letzten 3 Jahre. Dann das Thema natürlich die Digitalisierung, ein großes Thema, und das Bewusstsein Zeitenwende ist auch nicht zu verachten. Wir haben es ja hier gesehen mit den Trends, die Deutschen gehen gerne in Urlaub, und dieses Bewusstsein der Freiheit, ich kann reisen, wohin ich will, ist ein anderes geworden aus meiner Sicht. Das ist ein Produkt unserer Freiheit und Demokratie, das wir uns einfach nicht nehmen lassen wollen. Ja. Wie fällt denn die derzeitige Bilanz für die deutsche Caravaning-Branche aus vor diesem Hintergrund? Ja, wir haben es ja auch an den Zahlen gesehen, die ist sehr, sehr gut. Es jagen die Rekordmeldungen die nächsten. Es ist sexy, das Caravaning, wie nie. Die Presse greift es auf, die Medien nehmen es auf. Wir haben unfassbar viele tolle Fahrzeuge. Es geht in ganz andere Kundengruppen. Ich habe ein alltagstaugliches Freizeitfahrzeug heutzutage, das ich für alles nutzen kann. Wir haben Rekordübernachtungen. Wir haben es ja hier gesehen, es gibt ja auch die Statistik jetzt, dass allein aufs Camping 40 Millionen Übernachtungen zurückgehen. Das ist eine Riesenschlagzahl. Dann das Thema der Zulassungen. Wir haben über 250.000 Zulassungen gehabt die letzten 3 Jahre. Das wäre sicherlich noch mehr gewesen, wenn diese Lieferkettenproblematik nicht da wäre. Also es ist Wahnsinn, ne? Die Messenrekordmeldungen überschlagen sich, Aussteller, die Besucherzahlen. Also es ist tatsächlich so sexy wie nie im Moment, und das bleibt hoffentlich auch noch eine Weile. Wunderbar. Bilanz und Perspektiven stimmen also für die Branche. Was sind denn jetzt die aktuellen Herausforderungen für die Branche insgesamt und insbesondere für den Handel? Ja, die gibt es natürlich da, wo Licht ist auch ein bisschen Schatten. Ich habe es ja anfangs erwähnt, Digitalisierung hat begonnen, ist natürlich noch nicht zu Ende, dass wir es schaffen müssen, die Kunden anzubinden, auch die Handel-Herstellerbeziehungen, dann der ganze After-Sales. Wir hören diese massiven Zahlen, die draußen unterwegs sind an zugelassenen Fahrzeugen. Die müssen alle irgendwie zum Service. Ist klar, dass das nicht so leicht mitwächst im Moment, die Servicekapazitäten. Das ist ein Riesenthema, dass die Leute nicht die Lust verlieren, weil sie keinen Werkstatttermin kriegen. Das darf einfach nicht passieren. Damit einher geht natürlich das Fachkräftethema. Gibt es auch bei uns. Wie kriege ich tolle Leute im Verkauf, vor allem im Service? Wir haben ja keine fertigen Berufe in unserer Branche. Das heißt, wenn jetzt jemand umschulen will, ist vielleicht Schreiner, den nimmt jede Werkstatt, aber den muss ich natürlich auch irgendwie fit machen für das Thema Fahrzeugtechnik, Fahrwerkstechnik und Multimedia, solche Themen. Da sind wir auch sehr, sehr froh, dass jetzt endlich dieses Jahr der Ausbildungsberuf Reisemobil- und Karawantechniker an den Start geht. Da wollen wir auch alles für tun, den bekannt zu machen, dass wir in diesen ganzen Betrieben und auch in der Industrie dieses Berufsfeld etabliert kriegen. Und dann natürlich das Thema der Infrastruktur, also überall, wo jetzt viele Fahrzeuge sind, brauchen wir natürlich auch die Stellplätze, die Campingplätze, die Möglichkeiten zu reisen, dass sich nicht alles in den Hotspots knubbelt, dass nicht die Leute überall an die gleichen Stellen fahren. Das muss entzerrt werden, da muss ein Bewusstsein für da sein, dass es viel, viel andere schöne Reiseregionen ist. Dafür ist die Messe hier prädestiniert, das auch vorzustellen. Und die ganzen Reisemobilisten dann auch, ich erlebe es selber, ich bin selbst mit dem Reisemobil unterwegs, dass andere Urlauber genervt sind. Wenn ich jetzt über einen Bergpass fahre, da ist der Radfahrer, da ist der Wanderer. Wie kriegt man das halt eben ein bisschen entzerrt, dass man uns auch noch mag als Urlauber? Weil wir bringen natürlich viele, viele Gelder und Interesse in die Region, nutzen die Kultur, und da braucht es die Infrastruktur. Jetzt haben Sie ja kurz den Blick zurückgeworfen, was in den vergangenen 3 Jahren passiert ist. Wie wird sich denn die Branche aus Ihrer Sicht in den kommenden 3 Jahren entwickeln? Also eine große Entspannung kann man schon mal ankündigen. Es wird sich bessern, die Lieferproblematik. Wenn man hört, ach, ich brauche doch gar nicht auf die Messe, es gibt doch eh nichts, können wir ein Stück weit schon beruhigen. Wir haben es ja gehört, über 1200 Freizeitfahrzeuge, die hier sind, große Handelsbetriebe, die auch bei uns Mitglied sind, haben sich umfassend bevorratet, haben natürlich noch lange nicht das, was sie gerne hätten, aber es geht schon in die richtige Richtung.
Das heißt, es lohnt sich, schauen Sie sich um, aber natürlich dürfen wir auch hier nicht verachten, dass es durch die Inflation die Preise gestiegen sind. Für manche vielleicht in Bereiche, wo sie vorsichtiger werden, nicht mehr so leichtfertig kaufen. Da muss man natürlich auch aufpassen. Das heißt, wir rechnen schon mit in gewissen Sparten auch mit rückläufigen Zulassungszahlen. Natürlich muss natürlich ja nicht nur schlimm sein. Das war ja ein Riesenzenit. Ich denke, der ist jetzt ein Stück weit überschritten. Und wenn wir uns einpendeln auf ein Niveau vor der Pandemie, ist das ja durchaus in Ordnung. Ja, und das sind so die Themen. Und das Thema der Nachhaltigkeit darf man natürlich auch nicht vergessen. Das brauchen wir in der Freizeitbranche auch. Wir brauchen es in den Produkten, wir brauchen es in den Betrieben und nicht zuletzt auch in der ganzen Reiseform. Ne? Was wird die alternative Antriebstechnologie bringen? Gibt es neue Player oder sind es die alten Player? Also 2035 endet ja auch für unsere Fahrzeuge der Verbrenner. Was wird dann drunter sein unter dem Reisemobil? Das ist eine der größten Herausforderungen. Den müssen wir uns stellen und da ist die Industrie schon dran. Und der Handel wartet natürlich darauf, dass das Thema gelöst wird und bringt sich entsprechend ein, damit das nachhaltig und ein gutes Reisen auch in Zukunft wird und bleiben kann. Prima. Genügend Stoff also auch für die nächsten CMT der nächsten Jahre? Ich denke schon, auf jeden Fall. Frau Finzel, ganz herzlichen Dank. In dem Zusammenhang noch der Hinweis, die Jahrespressekonferenz des CEVD findet statt, allerdings in Frankfurt, digital. Wir werden im Pressezentrum am Montag zwischen 10 und 11 Uhr aber einen Livestream anbieten. Das heißt, Sie können da einfach ins Pressezentrum kommen und die Pressekonferenz praktisch bei uns auch mitverfolgen. So, von den Fahrzeugen aufs Zweirad. Frau Lummer, warum steigen immer mehr Menschen im Urlaub aufs Rad? Was ist so faszinierend an dieser Urlaubsform? Ja, wir sehen das schon eine ganze Weile, dass Radfahren im Urlaub eigentlich boomt. Also es ist kein kurzfristiger Trend, der jetzt vielleicht durch Corona entstanden ist. Wir haben gemerkt, dass in den Corona-Zeiten natürlich auch Radreisen nicht stattfinden konnten, die mit der Hotellerie verbunden waren oder mit dem Gastgewerbe. Aber es sind trotzdem wahnsinnig viele Menschen mehr aufs Rad gestiegen in der Freizeit und haben sozusagen Mikroabenteuer vor der Haustür erlebt. Und was die Leute fasziniert, ist, dass man mit dem Fahrrad eben direkt in der Natur ist. Man erlebt Land, Leute, Kultur hautnah, also nicht aus einer Windschutzscheibenperspektive von weit weg sozusagen. Das ist etwas, was die Leute schon sehr viele Jahre antreibt, aufs Rad zu steigen. Und wir merken immer mehr, dass jetzt auch dazu kommt, dass Radfahren ist gesund, Radfahren schützt das Klima, trägt zur Mobilitätswende bei und so weiter. Und solche Motive werden immer wichtiger und steigen irgendwie im Bewusstsein der Menschen. Und das macht natürlich dann auch eine andere Freizeitgestaltung, eine andere Reisegestaltung aus. Und deswegen werden Radreisen weiterhin boomen. Wir gehen davon aus, dass es ähnlich wie der Herr Lohmann gesagt hat, eine Erholung geben wird und auch wieder diese mehrtägigen Reisen, wo wir auch in der Hotellerie oder auf dem Campingplatz mit dem Rad ankommen, dass das wieder zunehmen wird und nicht nur diese Tagesausflüge bleiben, wie es jetzt in der Corona-Pandemie waren. Man sieht ja auch viele Wohnmobile, wo die Fahrräder dann hinten drauf geschnallt sind. Ne? Nicht nur Also die Kombi ist Wohnmobile, auch durchaus attraktiv. Jetzt sind wir ja im sehr attraktiven Radsüden unterwegs. Welche Radwege sind denn gerade im Süden so besonders beliebt? Ja, also wir haben es gehört, der Baden-Württemberger bleibt gern zu Hause und er hat eigentlich die idealen Voraussetzungen, gleich mit dem Fahrrad loszufahren, weil wir haben in Baden-Württemberg sogenannte 21 Landesradfernwege. Das sind Radrouten so zwischen 100, 300, 400 Kilometern, die sich durchs Land schlängeln. Insgesamt über 4000 Kilometer Strecke, also die man auch wunderbar miteinander kombinieren kann, weil die sich überall treffen. Und das Schöne ist halt, man kann sie nicht nur von der Haustür aus starten, sondern die sind abwechslungsreich. Also ich kann eine reine Kulturradreise machen, ich kann mir aber auch was Sportliches auf der Schwäbischen Alb aussuchen oder ich fahre was ganz Modernes mit einem Gravelbike zum Beispiel im Kraichgau. Und was besonders ist auch an Baden-Württemberg ist, dass die Qualität sehr hoch ist im Radtourismus. Also die Landesradfernwege sind alle Sterne zertifiziert, also die tragen alle zwischen 3 bis 5 Sternen. Das heißt, die Infrastruktur ist entsprechend hochwertig. Kann man sich darauf verlassen, dass die Beschilderung funktioniert, dass die Oberfläche top ist und so weiter. Das haben wir in keinem anderen Bundesland. Also so eine Dichte an Qualitätsradrouten gibt es nicht. Und es gibt aber auch, und das ist auch ganz schön, im letzten Jahr gab es die erste
Radreiseregion in Baden-Württemberg, die eröffnet wurde. Das sind die Naturschatzkammern im Württemberger Allgäu. Die haben 13 Rundtouren, auch mit einer sehr hohen Qualität angelegt. Und da kann der Radreisende einfach mal eine Woche vor Ort bleiben, jeden Tag eine andere Tour machen und die Region richtig intensiv kennenlernen und draußen sein, aktiv sein, in der Natur sein. Und das macht einfach Baden-Württemberg aus. Hier findet jeder was und es ist halt auch oft vor der Haustür einfach. Schön. Wir haben ja auch gelernt, dass gerade die touristischen Outdoor-Aktivitäten sich nicht haben bremsen lassen in der Pandemie. Im Gegenteil, kann der Radtourismus diesen Erfolg weiter steigern? Auf jeden Fall. Also was wir halt gesehen haben oder was wir aktuell sehen, ist, dass wir eine hohe Nachfrage im Radreisesegment haben und auch im, sagen wir mal, im Freizeitsegment Radfahren, dass aber das Angebot fast nicht mithalten kann. Also auch wir haben in der Hotellerie, im Gastgewerbe natürlich Personalmangel und es ist immer die Frage, wer setzt sich da durch, wer kann dann noch ein Zimmer bekommen, ist es der Radreisende oder ist es vielleicht die Familie, die für 14 Tage irgendwo bleibt, ne? Und das ist eine Problematik und der muss man sich jetzt stellen, auch in den nächsten Jahren. Und ich glaube schon, dass der Radtourismus sich da weiterentwickeln kann. Also wir brauchen auch mehr Digitalisierung, wir brauchen auch neue Ideen, wie man da vorankommt. Und dann ist es einfach auch letztendlich die Frage, wie entwickelt sich das Angebot. Ich glaube, Infrastruktur ist immer noch die absolute Grundlage für den Radtourismus. Da haben wir gute Sachen, die gemacht wurden in den letzten Jahren. Da wird es noch mehr Input brauchen, noch mehr Pflege und sagen wir mal, auf Attraktivierung sozusagen. Also es reicht nicht nur, wenn ich einen schönen Radweg habe, ich brauche da auch ansprechende Schutzhütten zum Beispiel oder Rastplätze. Solche Sachen werden das Angebot definitiv verstärken und die Servicequalität, die wird das A und O sein und bleiben. Wenn ich in einen Gastbetrieb komme und als Radfahrer entsprechend fachkundig und freundlich empfangen werde, ist das was ganz anderes, als wenn ich einfach nur irgendein Gast bin. Und das wird das Ausschlaggebende sein und dahin muss sich der Radtourismus entwickeln, dann wird er auch erfolgreich sein. Morgen beginnt ja die Fahrrad- und Wanderreisen in der Halle 9. Lassen Sie einen Sprung machen auf die Bühne. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher denn im Rahmenprogramm dieses Jahr? Jede Menge. Also auch wir haben ja 2 Jahre geplant. Von daher darf man viel erwarten. Wir hatten viel Zeit, um das Bühnenprogramm zu planen. Also es sind über 80 Vorträge rund ums Wandern und Radfahren mit vielen Informationen zu neuen Destinationen, neuen Routen. Wir haben die Multivisionsschauen wieder dabei, wo man sich also wirklich über Reisen, die gemacht wurden, einfach eine Inspiration holen kann. Wir haben aber auch Informationen über das richtige Gefährt mit oder ohne Strom, alles, was man an Zubehör braucht, alles dabei. Wir haben natürlich Bed- und Bike-Betriebe wieder dabei, also wo kann man fahrradfreundlich unterkommen. Wir haben aber auch erstmalig ein Produkt dabei, das heißt Radspaß. Das sind Pedelec-Fahrsicherheitstrainings, weil auch im Tourismus muss man sicher unterwegs sein mit dem Fahrrad. Und wir haben ganz viele erlebt, die in den letzten 2 Jahren gerade ein Pedelec gekauft haben und dann nicht genau wussten, wie gut sie damit umgehen lernen müssen. Und eine Weltpremiere haben wir nicht dabei, aber immerhin ganz druckfrisch werden wir dabei haben, das Deutschland per Rad entdecken, die Broschüre, also die Inspirationsquelle schlechthin fürs Radreisen. Von daher, ich glaube, es sind genügend Gründe vorhanden, mal in Halle 9 an den 3 Tagen vorbeizukommen. Herzlichen Dank. Wir haben ja auch einen Fahrradparcours, wo man natürlich auch verschiedene Räder ausprobieren kann. Und vielleicht in dem Zusammenhang noch ein Sprung zu den Kollegen vom Deutschen Wanderverband. Es werden auch wieder die schönsten Wanderwege prämiert werden. Wunderbar, herzlichen Dank. Herzlichen Dank in die Runde. Wir haben unseren Part geleistet und sind jetzt ganz gespannt auf Ihre Fragen. Bevor Sie aber anfangen, meine Kolleginnen links und rechts haben Mikrofone. Also wenn Sie Fragen haben, bitte kurz warten, Hand halten, hochstrecken. Sie kommen dann gleich rein. Hallo, bitte schön. Guten Morgen, Thomas Wagner vom Deutschlandfunk. Guten Morgen. Eine Frage an Herrn Lohmann. Sie haben unter anderem ein bisschen die Veränderungen in der deutschen Reisebranche, also bei den Reiseveranstaltungen und so weiter, dargelegt in Prozentzahlen. Gibt es dazu auch absolute Zahlen, dass man so eine Vorstellung hat, um wie viele Milliarden, was die Basis ist, um was wir da reden?
Dann gab es immer so eine Zahl, früher mal, wie viel Geld der Einzelne bereit ist, für seine Reisen auszugeben, so von bis. Ich weiß nicht, ob sich dazu was sagen lässt. An Frau Fistel, ohne der Pressekonferenz am Montag vorgreifen zu wollen, kann man da was sagen über die Entwicklung der Umsatzzahlen in Ihrer Branche? Und eine ähnliche Frage an die Vertreterin des ADFC, wie stark dieser Boom in der Fahrradreisebranche war, ob sich da irgendwie irgendeine Kennzahl nennen lässt. Dankeschön. Dann fangen wir mit Herrn Lohmann erstmal an am besten. Ne? Ja, gerne. Also zur Touristik, zu den Reiseveranstaltern und Reisebüros gibt es Zahlen vom Deutschen Reiseverband, auf die habe ich mich auch bezogen, die sich auf das Tourismusjahr 2021, 2022 beziehen, was im Herbst geendet hat, im Oktober. Ich bitte um Vergebung, die kann ich jetzt nicht auswendig, die müsste ich nachschauen. Oder Sie gucken beim DRV auf deren Website nach. Die zweite Frage war? Ich vergesse. Die Ausgabebereitschaft, ja. Tatsächlich sind die Urlaubsreiseausgaben pro Person in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Die Bereitschaft, also die Vorabbereitschaft erkundigen wir uns nicht, aber wir fragen im Nachhinein, wie viel man ausgegeben hat. Und es richtet sich natürlich nach dem Reiseziel und der Reisegruppe, ist ja klar. Sehr häufig, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, ist der durchschnittliche Ausgaben ungefähr bei 1.200 € pro Urlaubsreise im Jahr. Genau, und die Frage zu den Umsätzen. Also da unterscheide ich, wenn Sie die Industrie meinen, das macht ja der CIVD in seiner Pressekonferenz. Wenn wir jetzt für den Fachhandel sprechen, das ist sehr unterschiedlich. Es kommt tatsächlich darauf an, was geliefert werden konnte. Es gibt Handelsbetriebe, die sind zum Beispiel sehr reisemobillastig. Da gab es massive Lieferengpässe, auch chassisbedingt, und die haben natürlich 20-30% Umsatzrückgang gehabt. Wenn ich jetzt Händlerkollegen sehe, die auf dem Caravan eher spezialisiert sind. Dort war die Lieferfähigkeit besser. Die haben stabile Umsätze. Also es ist nicht so leicht zu sagen, man muss es wirklich differenzieren. Reicht Ihnen die Antwort? Genau, und die Industrie macht das dann ja für ihren Part. Ich spreche für den Fachhandel. Genau, und Zahlen zum Boom im Radtourismus. Also es gibt die jährliche ADFC-Radreiseanalyse. Da findet man die Zahlen auch. Was ich Ihnen sagen kann, 2021 haben wir gesehen, dass sich schon langsam das Ganze wieder normalisiert. Also wir waren vor Corona bei 5 Millionen Radreisenden im Jahr, sind dann in Corona-Zeiten natürlich aufgrund der Schließung der Hotels abgestürzt und waren jetzt 2021, also immer noch das Jahr, wo es am Anfang des Jahres eben noch die Schließung gab, sind wir wieder auf 3,5 Millionen Reisende gerutscht. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt 2022 wieder deutlich höhere Zahlen, die sich wieder an die 5 Millionen rein orientieren, melden können. Die wird es aber erst zur ITB geben, die genauen Zahlen, weil die Befragung gerade abgeschlossen ist. Gleichzeitig haben wir aber eben gesehen, dass als keine Reisen mehr möglich war, eben diese Tagestouren also explodiert sind. Auch da 2021 die Zahl plus 11 Millionen mehr Radtouren, Tagesradtouren. Also so, dass wir auf etwas über 40 Millionen Radtouren, touristische Radtouren gekommen sind. Und das ist schon ein ziemlich gewaltiger Sprung. Und wir gehen davon aus, dass sich das wieder ein Stück zurücknivelliert, ähnlich wie beim Caravaning, dass da einfach jetzt wieder mehr Leute Mehrtagestouren machen, aber trotzdem auf einem hohen Niveau bleibt. Gibt es weitere Fragen? Ich schaue in die Runde, ich sehe kein Handzeichen. Ich schaue nochmal. Nein? Wenn ich das Mikro kriege, dann beantworte ich Ihnen die Frage, die Sie nicht gestellt haben. Die Mongolei ist eine Demokratie. Heute, seit dem Umbruch in der DDR, der ist bis in die Mongolei geschwappt. 1990 war auch da der Umbruch. Es entstand hier auch eine ähnliche Bürgerbewegung wie in der DDR. Und 1992 hatte die Mongolei eine neue Verfassung, die sich nicht ganz zufälligerweise in großen Teilen ans Grundgesetz anlehnt. Und es gab zum ersten Mal freie Wahlen. Wir haben bis heute in der Mongolei schon viele Wahlen gehabt und immer noch eine funktionierende Demokratie.
was in dieser Region ja nicht unbedingt selbstverständlich ist. Die Mongolei hat nur 2 Nachbarländer, China und Russland. Das macht die Lage relativ schwierig, mal gelinde ausgedrückt, politisch betrachtet zumindest. Deswegen spricht sie gerne von ihren dritten Nachbarn. Da zählt Deutschland dazu. Sie sehen Deutschland durchaus als den dritten Nachbarn an. Es gab schon über lange Zeit sehr gute Beziehungen zu Deutschland, auch während der DDR-Zeit. Da war es ja sozialistisches Bruderland im Sowjetblock. Deswegen waren ganz viele Mongolen zur Ausbildung und zum Studium in der DDR. Man trifft in der Mongolei daher erstaunlich viele, die Deutsch sprechen. Das ist dann doch immer ein wenig überraschend, wenn man dort unterwegs ist, dass auf einmal Menschen, von denen man das nicht unbedingt erwarten könnte, im perfekten Deutsch parlieren. Und das beruht dann oft auf dieser Tradition, die sich übrigens fortsetzt. Wir haben auch heute noch in Deutschland sehr viele mongolische Studenten und das Thema duale Ausbildung nimmt gerade auch ein bisschen Fahrt auf. Die Affinität, die Verbindung zu Deutschland ist hier also auf jeden Fall sehr stark ausgeprägt und das macht das Reisen natürlich auch nochmal ein bisschen interessanter und schöner. Prima, herzlichen Dank. Das war, doch noch eine Frage, bitte schön. Mikro ist unterwegs. Dankeschön. Stefan Weidenfeld von der Redaktion ProMobil. Mich würde interessieren, Herr Professor Lohmann, ob es auch Zahlen gibt über die Entwicklung von Wintersportreisen. Also fahren die Leute nach wie vor in den Schnee? Wie entwickelt sich dieser Sektor? Ich kann das für insgesamt, aber nicht für Wintersport als Camping, dazu habe ich nichts. Das kann die Industrie wahrscheinlich besser oder die Campingplätze selber. Wir hatten ja in den vergangenen Wintern ungewöhnliche Situationen, weil es jeweils noch Corona-Beschränkungen gab. Sobald die weggefallen sind, gab es wieder eine deutliche Nachfrage nach Wintersport und nach Wintersportreisen, die sogar höher war als früher, einfach deswegen, weil die Möglichkeit im Winter Fernreisen, zum Beispiel nach Südafrika oder allgemein auf die Südhalbkugel zu machen, weggefallen ist. Die Situation wird sich im kommenden Winter dann, also 23, 24, insofern wieder normalisieren, als dann gegenüberstehen entweder der Wintersporturlaub meistens von Deutschland aus in den Alpen oder eine Fernreise in sonnige Gegenden nach Asien oder nach Afrika oder Amerika. Also die Nachfrage, wenn sie denn möglich ist, das war sie in den letzten Jahren nicht immer, ist da ausgesprochen stabil. Mittelfristig und langfristig wird es natürlich als Herausforderung da dann die Folgen des Klimawandels geben, wo Wintersport so vielleicht nicht mehr möglich ist oder nicht in vielen Orten so nicht mehr möglich ist und es dann Konzentrationstendenzen gibt zu den Orten, wo es noch möglich ist und man da mit dem Angebot dann ein bisschen jonglieren muss, wie das dann weitergeht. Noch eine Frage. Wir bräuchten noch ein Mikrofon. Ja. Hans-Michael Kreis, Südwestpresse. Ich habe eine Frage an Frau Finzel. Sie haben da angeschnitten, dass der Verkauf zufriedenstellend war an Mobilen, aber die Stellplätze seien zu entzerren. Sehen Sie die Möglichkeit von Ihrem Verband auf Kommunen, auf Körperschaften einzuwirken, ihre verkauften Geräte auch irgendwo abstellen zu können, möglichst sogar kulturell oder auch attraktiv, naturmäßig sinnvoll. Danke. Genau, meinen Sie jetzt die Abstellung der Fahrzeuge, wenn sie nicht genutzt werden? Oder nein, zur Nutzung. Zur Nutzung auf Stellplätzen und solchen Themen. Ja. Also das ist auch ein Riesenthema für den Händlerverband. Da arbeiten wir auch mit dem CVD zusammen, zu schauen, wie kann man die Stellplätze einfacher oder strukturierter auch etablieren. Es gibt durchaus Händler bei uns, die sagen, ich würde so einen Stellplatz betreiben. Ich sitze leider im Industriegebiet, da will keiner übernachten. Aber wenn ich mit der Stadt irgendwas machen könnte, dass der Stellplatz am Flüsschen oder Nähe der Altstadt steht, dann ist es ja auch für so jemanden auch ganz spannend. Dann habe ich einen Werkstatttermin, kann trotzdem abends irgendwie nett übernachten. Da gibt es durchaus Bestrebungen, aber es ist sehr komplex, das Thema. Also dem widmen wir uns auf jeden Fall und ich hoffe, dass wir da vielleicht in einem Jahr mehr dazu sagen können. Es steht aber ganz oben mit auf der Tagesordnung.
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Die CMT hatte ja schon mehrere Stellplatzgipfel veranstaltet. Dieses Jahr setzen wir damit aus, aber es ist gut möglich, dass wir das Thema dann auch zusammen mit den Partnern wieder aufgreifen, weil es einfach ein Thema für die Kommunen ist. Ne? Genau. Ja, wunderbar. Dann schaue ich doch noch mal in die Runde, aber ich sehe jetzt tatsächlich keine Handzeichen mehr. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen, für Ihr Interesse. Der Dank geht auch an die Runde, an meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Ich schließe damit die Pressekonferenz, habe aber noch 2 Informationen für Sie. Zum einen beginnt ja demnächst jetzt der Presserundgang hauptsächlich für die Caravaning-Fachkollegen durch die Hallen. Und für die, die noch ein spätes Frühstück möchten, findet dann hinter mir ein kleines Catering statt. Vielen Dank für Ihr Kommen und eine schöne CMT alle zusammen.